Hola todos! Willkommen zu einer neuen Folge von Mattes Mate Mission Uruguay Unveiled. Für alle, die neu dabei sind, ich bin Mattes, 59, aus dem Rheinland und meine Frau und ich planen ab 2029 nach Uruguay auszuwandern. Seit der ersten Folge nehme ich euch mit auf unsere Reise. Von der langwierigen Länderauswahl mit Karteikarten bis zur aktuellen Planungsphase. Bleibt also dran. Dieses Jahr im Herbst fliegen wir in den uruguayischen Frühling. Dort machen wir unsere erste große Erkundungsreise. Bis dahin heißt es recherchieren und viel von euch lernen. Wir erhalten viele Infos, Tipps und Vorschläge von euch. Ganz herzlichen Dank dafür. Ganz vorn steht natürlich Lern Spanisch. Da sind wir voll dabei. Wie wir das machen, zeigen wir euch in Folge 5, wir lernen Spanisch, in der wir unsere Lernmethoden vorstellen. Demnächst gibt es übrigens dazu eine Update-Folge für euch. Da zeige ich euch meinen aktuellen Lernstand und ich nehme euch mit durch unser Haus. Warum jetzt durchs Haus? Ganz einfach. Eine Lernmethode, die immer wieder empfohlen wird, ist das Beschriften von allem im Alltag. Und ihr ahnt es schon. Ich konnte nicht widerstehen und habe mir prompt einen Labelprinter bestellt. Seitdem klebt hier überall Spanisch rum. La nevera, la cafetera, el horno. Meine Frau findet das, sagen wir mal, hilfreich. Aber mal im Ernst. Was in den Kommentaren und auch in der Fachliteratur immer wieder als besonders wichtig hervorgehoben wird, ist, keinen europäischen Standard erwarten und deutsche Gewohnheiten zu Hause lassen. Jetzt ist das gar nicht so einfach. In Gesprächen kamen wir schnell an den Punkt, an dem ganz deutlich wurde, dass wir gar nicht genau so wissen, was Standard, geschweige dann so als europäischer Standard empfunden wird und was davon wiederum typisch europäisch ist. Also für uns ist das ja normal. Ich meine, wir kennen das ja nicht anders. Und genau deswegen brauchen wir euch, liebe Uruguayos und Expats. Sagt uns, was ist typisch europäisch für euch? Beziehungsweise, was habt ihr vermisst, sofern ihr aus Deutschland in ein südamerikanisches Land eingewandert seid? Welche typisch deutschen Erwartungen und Vorstellungen führen in Uruguay zu Herausforderungen, sagen wir mal? Also, ich möchte das erstmal ein bisschen definieren. Etwas ist Standard, also die Norm oder der Durchschnitt. Etwas ist Maßstab, Richtschnur oder wird einfach als vorhanden angenommen, als selbstverständlich vorausgesetzt. Klar, die offensichtlichen Klassiker, die man ja auch vom Urlaub schon kennt, ist zum Beispiel andere Steckdosenanschlüsse, andere Währung, andere Sprachen. Aber ich meine, was sonst so? Was ist denn so anders? Und kommen wir damit klar oder eher nicht? Ich meine, das sind so ein paar Gedanken, die wir uns gemacht haben und daran wollen wir euch teilhaben. Ein paar Dinge sind uns bei den Recherchen sofort aufgefallen. So ist es in Deutschland zum Beispiel fast jedes kleinste Sträßchen asphaltiert. In Uruguay gibt es noch viele Sand- und Schotterstraßen. Gut, Hauptstraßen und Autobahnen sind allerdings auch asphaltierte Straßen. Diese Dinge sind für uns aber kein Problem. Also das wäre jetzt für uns keine Hürde, auszuwandern. Von raus aus der EU, einer Familie mit 3 Kindern, die aus Deutschland nach Uruguay ausgewandert sind, haben wir gelernt, dass wir die Dachrinnen, die wir hier an jedem Haus hängen haben, in Uruguay oft vergeblich suchen werden. Auch Zentralheizungen sind da eher unüblich. Wir haben euch den Kanal Raus aus EU in der Beschreibung mal verlinkt. Toller Kanal. Da wir sowieso bauen und sanieren wollen, passt das perfekt zu unseren Plänen. Schließlich soll alles schön seniorengerecht werden und natürlich zu unseren Leidenschaften passen. Ja, da kriegen wir auch ein paar Dachrinnen noch dran gezimmert. Ich träume ja von meiner eigenen kleinen Craft-Bier-Hausbrauerei und meine Frau will endlich mal so richtig töpfern und malen können in ihrer eigenen kleinen Werkstatt. Ja. Dank der tollen Videos von Sister del Sol, 2 deutsche Schwestern, die gemeinsam nach Uruguay ausgewandert sind, wissen wir, dass man Haus- oder Wohnungsmieten in Uruguay nicht monatlich, sondern halbjährlich oder jährlich bezahlt. Das ist definitiv anders als jetzt bei uns. Und vor allen Dingen gut zu wissen, aber auch das stellt kein Hindernis für uns dar. Den Kanal von Sister del Sol haben wir euch auch in der Kanalbeschreibung verlinkt. Auch ein sehr toller Kanal.
Ich freue mich auf die Gelegenheit, die beiden Sisters und Raus aus EU in Uruguay während unserer Erkundungsreise im September, Oktober 2025 treffen zu können. Und natürlich auch viele von euch. Mit einigen stehen wir ja bereits schon persönlich in Kontakt und wir haben viele Angebote in den Kommentaren bekommen, auf unserer Reise mal auf einen Mate oder Bier vorbeizukommen. Hallo Rick. Hallo Carlos. Das machen wir auch und vielleicht dürfen wir auch gelegentlich filmen. Müssen wir aber nicht unbedingt. An diejenigen, die noch nicht persönlich mit uns in Kontakt stehen, das aber gerne würden, meldet euch bitte über die E-Mail in der Kanalinfo. Die E-Mail ist leider etwas versteckt. Das ist so typisch YouTube. Aber keine Sorge, ich führe euch da durch. Also, geht auf unsere Kanalseite, klickt unter der Überschrift auf Mehr, dann springt ein Fenster auf. Da scrollt ihr ganz nach unten bis zu dem Button E-Mail-Adresse ansehen. Erst wenn ihr da draufklickt, seht ihr unsere Adresse. Ja, oder ihr schreibt uns einfach über Instagram. Die Adresse seht ihr auch in der Kanalinfo. Das geht natürlich auch. Sorry für den Umweg, aber so hat YouTube das halt eingerichtet. So, nach diesem Exkurs mal wieder zurück zum Thema. Also jetzt mal Klartext oder wie man im Rheinland sagt, gib mal ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen. Liebe Menschen, die ihr da schon aus Europa ausgewandert seid oder länger im Ausland lebt oder gelebt habt, jetzt mal ganz ehrlich, abgesehen von Freunden und Familie, was vermisst ihr so wirklich richtig? Ja, wahrscheinlich bei dem einen oder anderen eine Nuss-Nougat-Creme aus Deutschland. Welche Unterschiede zu dem, was wir hier in Deutschland gewohnt sind, haben euch zu schaffen gemacht? Hattet ihr Erwartungen oder Hoffnungen, die dann leider nicht erfüllt wurden? Und ganz wichtig, womit tut ihr euch heute noch richtig schwer? Welcher Verzicht oder welche Umstellung fällt euch am schwersten und es ist nicht so leicht zu kompensieren? Ist ja auch für uns interessant zu wissen. Also wir sind total gespannt auf eure Kommentare und Geschichten. Und glaubt mir, wir lesen sie alle und wir versuchen sie auch alle zu beantworten. Wir sind für dieses Thema jetzt sehr sensibilisiert. In 3 Monaten beginnt schon unsere lange Uruguay-Rundreise. Wer die noch nicht kennt, kann sich die Folgen Erkundungsreise Uruguay Teil 1 bis 4 ansehen. Diese und einige Folgen mehr haben wir auch auf Spanisch synchronisiert. Also für meine uruguayischen Kameraden da draußen, KI macht's möglich. Schaut gerne im Kanal danach. Also mein Spanisch ist noch nicht so gut. Während unserer Rundreise werden wir genau darauf achten, welche Standardunterschiede wir entdecken und besprechen, ob wir damit umgehen bzw. diese vielleicht anderweitig kompensieren können. Trotzdem rechnen wir bei der Auswanderung selbst natürlich immer noch mit reichlich Unerwartetem. Das wäre ja auch Utopie zu erwarten, dass wir alles einplanen können, obwohl wir uns große Mühe geben. Ein wesentlicher Unterschied, den wir schon kennengelernt haben von unseren Kontakten, ist die Haltung oder aber auch das Mindset, die Attitude der Uruguayos. Sie kennen keine Eile und sind sehr entspannt unterwegs und darauf und diese herzliche Willkommenskultur, also da freuen wir uns am meisten drauf. Welche Unterschiede uns auffallen und wie wir damit dann umgehen, verrate ich euch dann auch in ein paar Monaten während unserer Erkundungsreise durch Uruguay. Ich plane, euch mit Shorts zu versorgen, damit ihr nichts Spannendes verpasst. Apropos nichts verpassen, Abo dalassen und Glocke einschalten. Danke. So, das waren unsere Gedanken zu Standards und Unterschiede. Also, jetzt seid ihr dran. Erzählt uns in den Kommentaren, welche Abweichungen vom europäischen Standard haben euch überrascht oder sogar begeistert? Und ihr Uruguayos, wo sind Deutsche mit völlig falschen Erwartungen angetreten? Ich bin besonders gespannt auf Geschichten über typisch deutsche Gewohnheiten im Ausland. Da gibt's bestimmt lustige Anekdoten. So ihr Lieben, das war's für heute. Hasta la próxima, wenn es wieder heißt Mattes Mate Mission. Cuídense mucho, bis zum nächsten Mal. Tschüss.